Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema: Trotz Korrektur bei Gold und Silber bleiben Juniorminen stabil. Disclaimer. Lassen Sie sich nicht von den Minenaktien-Kursen entmutigen. Während Silber heute 3,25% runterging, haben sich Junior-Gold-Aktien relativ gut gehalten. Wir sind jetzt auf dem Niveau der Kapitulation oder Verzweiflung, die jedes Mal dann auftritt, wenn der Markt kurz davor ist zu drehen, noch einmal alle rausschütteln. Was als nächstes mit unseren Minen passieren wird, ist genau das Gegenteil der letzten 2 Jahre. Ja, wir haben jetzt seit über 2 Jahren Korrektur mit kleineren Rallyes. Meines Erachtens ist der Boden gefunden und auch Rückgänge bei Gold und Silber wirken zumindest auf Junior Gold- und Silberaktien nicht mehr so stark. Das ist meiner Meinung nach ein Zeichen auch der Abkopplung sozusagen und wiederum auch ein Zeichen, dass wir mittelfristig von steigenden Notierungen bei Gold und Silber ausgehen können. Ja, hier nochmal zwei Beispiele, Aktien, die sich eigentlich nicht beeindrucken lassen. Ich hatte in der Vergangenheit schon mal darüber berichtet. Hier geht es um den Goldprojektgenerator aus Süddakota. Die agieren ja in der Nähe der sogenannten Homestake-Minen. Das war seinerzeit, also zur Weltwirtschaftskrise, einer der größten Goldminen der Welt. Also die haben 10% der weltweiten Goldproduktion damals gemacht und das Unternehmen vermutet eine ähnliche Konstellation, eine ähnliche Unternehmen da hoch zu ziehen, aufzubauen. Und das ist eben ganz klar eine Aktie mit Superlativ in einem rechtssicheren Terrain. Mit Nelson Baker haben sie auch einen Top-Geologen an Bord. Und hochgradige Bohrergebnisse sind da auch zu finden, teilweise mit 130 Gramm pro Tonne. Ja, wie gesagt, das ist hier auch das Chart von heute. Ich denke, die Aktie hat einfach ihren Boden gefunden und auch weitere Rückgänge von Gold und Silber beeindrucken das Unternehmen, also den Aktienkurs nicht weiter. Und ganz im Gegenteil, sobald sich Gold und Silber stabilisiert hat und dann wieder anzieht, sollten solche Aktien überproportional profitieren. Ja, denn hier nochmal eine zweite Goldaktie im Operationsgebiet Neufundland, aber auch British Columbia, wie die Karte hier auch zeigt. Also sie haben teilweise hier, schauen wir mal, das waren 2,5 Millionen Unzen Gold, allerdings Low-Grade Gold im Yukon-Territorium. Dann auf den anderen Gebieten teilweise hochgradige Proben, 74,8 Gramm pro Tonne. Und in Neufundland auch hochgradig, 20,5 Gramm pro Tonne. Und da gibt es halt Joker. Es gab da Gerüchte in der Vergangenheit, dass das Unternehmen theoretisch weitere 10 Millionen Unzen finden könnte. Das würde natürlich voll einschlagen bei einer Marktkapitalisierung von 6 Millionen. Das ist auch nur mit den 2,5 Millionen hier aus dem Yukon-Territorium ähm, kalkuliert. Und selbst dann kommen wir auf einen Faktor von circa 200. Und wenn Sie sich jetzt mal die Charts ankleiden, das sind quasi dieselben. Einmal, wo ich das beim letzten Mal die Aktie vorgestellt habe, das war Ende des Jahres, am 20.12.22. Da konnte man sie quasi noch für 11 Cent bekommen und Sie sehen heute am 20.06. muss man zum 20 Cent bekommen. Ne? Und das heißt, der Hebel ist dann gleich mal raus. Und Sie sehen, zu was diese Aktie fähig war, wenn wir eine bessere Stimmung am Gold- und Silberaktienmarkt haben. Sicherlich war das damals einer der Gründe, als diese 10 Millionen Unzen-Story, sag ich mal, zunehmend vom Markt eingepreist worden ist. Das ist jetzt komplett alles weg. Natürlich gibt es keine Garantie, dass diese Aktie dasselbe macht, aber ich will auch nur zeigen, aktuell hält die sich, aktuell geht die auch nicht mit Gold und Silber runter. Meiner Meinung nach ist ein Indiz, dass diese Junior-Goldaktien, Explorationsaktien schon so tief bewertet sind, dass sie darauf nicht weiter reagieren. Also meiner Meinung nach auch ein sehr interessantes Unternehmen, aber beide Unternehmen sind natürlich keine Kaufempfehlung und sie sind auch sehr hohes Risiko.
Ja, nochmal generell Gold. Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $. Die charttechnisch ist dieselbe wie 1970 und 1980, nur mit sozusagen einer Null mehr. Damals war wo dieser rote Kreis war, das war damals auch 200 $ erreicht sozusagen. Hier 100, hier 200, erst angestiegen, 74, korrigiert, und dann wieder herangearbeitet, wie jetzt aktuell. Und dann gab es die große Korrektur. Nun kann es gut möglich sein, dass diese große Korrektur genau das ist, was wir jetzt erleben. Also das Gold nochmal Richtung 1900, 1800 irgendwo sich nochmal einpendelt. Und dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir irgendwie eine ähnliche Überraschung erleben. Ob ich jetzt glaube, dass jetzt Gold von 200 $, also von 2000 $ jetzt 8500 in einem guten Jahr stieg, wie das eben 1979 passiert ist. Das darf bezweifelt werden, aber zumindest macht es eine Goldrallye in Richtung 2400 oder Silber mindestens von 42 $ möglich. Und das führt eben auch zu einer starken Gold- und Silberaktienrallye. Und meine Hoffnung ist, dass diese vorgestellten Goldaktien dann von diesen wenigen Pennies sehr, sehr schnell Richtung 1 $ marschieren und wenn dann der Boom etwas noch anhält, auch noch darüber hinaus. Das ist unsere große Hoffnung, im Prinzip aus Pennygold-Aktien, Dollar-Aktien und mehr zu machen. In dieser Situation. Die ist natürlich nicht häufig, aber damals ist genau das passiert. In dieser Situation schauen sich die alten Werte an. Sind die aus den 70er Jahren. Hier gingen die dann von 5 oder 10 oder 20 Cent auf 1936 oder 40 $. Nicht selten konnte man auf 1000 $, 100.000 oder mehr machen. Also eine ziemlich unglaubliche Chance und wir haben die Hoffnung, dass sich das jetzt mehr oder weniger wiederholt. Ja, also es liegt vor uns im Grunde genommen der moderate Anstieg von Gold und Silber in den nächsten 8 Monaten bis zum nächsten Q1, Q2 nächsten Jahres. Haben wir vielleicht am Ende dann ungefähr Preise, sagen eben auch andere Statisten wie Incrementum, so ungefähr 2400 $. Und ja, Silber vermuten wir bei mindestens 42 $. Und wie gesagt, das reicht eben für die Goldaktien. Also nur ein moderater Anstieg bei Gold und Silber, aber eine absolute Jahrhundertrallye bei Gold- und Silberaktien. Das nennen wir halt Ereignis eins. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Goldaktien sind im Verhältnis zu Gold eben seit 1996, was kaum einer weiß, im Bärenmarkt. Ähm, Alle Goldaktien-Rallye, das ist ab 2000 waren dann sozusagen Bärenmarkt-Rallyes, die dann am Ende immer weiter gefallen ist. Nur jetzt scheinen wir eben den Boden gefunden zu haben. Der Statist meint, dass es überproportional dann ab irgendeinem Punkt ausbrechen kann. Gleichzeitig sind die Junior- und Explorationsaktien, wie Sie auch gesehen haben, die sind so am Boden, dass die möglicherweise aufgrund dieses Gaps nicht erfallen können. Und was jetzt eben auch gefallen ist, sind ja eher die Produzenten oder so, die direkt in Korrelation mit Gold und Silber stehen. Das muss man nämlich auch sehen. Und dadurch, die so weit am Boden ist die Fallhöhe auch nicht so hoch bei Explorations- und Junior-Goldaktien. Und hier wie im Jahr 2000 kann sich das Bewertungsniveau auch schnell wieder, dieses Gap, diese Lücke schnell wieder schließen. Und das führt natürlich dann auch zu massivem Anstieg dieser Preise. Ja, wie hätte man 1970 in den Goldaktienbullenmarkt optimal investiert? Ja, im Grunde genommen hätte man Penny-Gold-Aktien kaufen müssen, sich nicht entmutigen lassen, immer weiter kaufen, den Boom abwarten und dann die für 50, für 100, für 200-fachung dann verkaufen müssen und diese Gewinne dann reinvestieren müssen, zum Beispiel in Top-Fonds oder Top-Aktien. Und hätte man genau das gemacht, zum Beispiel 50 $ 19, ja, 77 sozusagen in Goldaktien, eine Verhundertfachung hätte man vielleicht damit gekriegt und hätte dann das verkauft und dann in Berkshire Hathaway investiert, hätte man dann 1999 1 Million $. Wie gesagt, das ist der nüchterne Blick. Wie hätte man damals an diesen Zyklen optimal investiert? Und das soll als eine ja, Gedankenanregung dienen, wie es vielleicht in Zukunft sein wird. Denn Ähnlichkeiten dürfte das schon haben. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Also wenn die Goldaktien steigen, denke ich mal, nimmt auch parallel das Risiko in allen Bereichen zu. Zum einen in den minenproduzierenden Ländern, die natürlich extra steuern und verstaatlichen können.
Dann natürlich auch unser eigenes Bankensystem, das mit immer mehr größeren Bürgschaften, immer größeren Rettungsgeldern am Leben gehalten werden. Auch das kann im Prinzip schließen. Und man kommt vielleicht aus seinen Assets nicht raus. Das muss man sich bewusst machen. Also muss man relativ früh seine Goldaktiengewinne in mehr Gold und Silber meines Erachtens, zumindest aus Sicherheitsgründen, investieren. Ja, und dann haben wir auch irgendwann diesen ökonomischen Tiefpunkt. Also wenn Gold seinen maximalen Punkt erreicht, und dann im Prinzip nicht mehr günstig ist. 1980 war so ein Punkt. Da konnte man für eine Unze Gold ein Dau kriegen. Jetzt muss man noch 13 bis 14 Unzen Gold hinlegen. Und man konnte eben auch ein Haus 1980 für 500 Unzen Silber bekommen. Mike Maloney hat das herausgeführt. Und weil jetzt, sage ich mal, die Statisten glauben, es geht noch mal tiefer, diesmal eine Station, müsste es eigentlich reichen, für 250 Unzen sozusagen ein Haus zu bekommen. Die müssten also 250 Unzen müssen reichen und wir bekommen wahrscheinlich für eine Unze Gold wertmäßig zwei daraus oder sogar mehr. Das ist absolut interessant. Das ist dann, sage ich mal, der ökonomische Tiefpunkt, wo Gold und Silber seine Maximalwerte halten, wo wir mit ziemlich vielen Problemen zu rechnen haben. Aber Gold und Silber kann nicht mehr dann expandieren. Wir müssen dann einfach in produktive Assets wieder gehen, die dann sehr wahrscheinlich irgendwie zwischen 1980 und 1999 ein inflationsfreies Wachstum generieren. Ja, also Fazit, man muss im Grunde genommen Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen, man stelle sich einfach vor, dass man 200 Dollar in Aktien investiert, die sich im Schnitt damit ver 25-fachen, Gold und Silber dann vervierfachen, wenn es seine Maximalwerte erreicht und dann an diesen Maximalwerten dann das Reinvestieren in einfach klassische Investmentvehikel wie Top-Fonds, Top-Aktien oder andere einkommensproduzierenden Vehicles. Ja, der 1000-Becker-Report, wir versuchen eben solche Aktien zu identifizieren und Potenzialfaktor zu rechnen, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko, eine Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie das auch unten im Report verlinkt, im Video verlinkt. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte ist ein Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung ist schon eine Zollfreilage in der Schweiz eingelagert, keine Mindestinvestitionssumme. Und ja, meiner Meinung nach sehr interessantes Unternehmen, sehr günstig, lohnt sich mal anzuschauen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch mir ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.